Ja, wir haben das letzte Mal ja schon über das Thema geredet, was alles an Traumata bzw. tiefen Verletzungen schon während der Schwangerschaft das Kind und Mutter erleiden können oder erleben können. Ja, und jetzt sind wir bei dem großen Thema Geburt, das so abendfüllend und buchfüllend ist, wie du es auch in dem Buch Frühen Trauma ja auch beschrieben hast. Und dazu reicht wahrscheinlich unsere Dreiviertelstunde oder Stunde, die wir heute haben, gar nicht aus. Mhm. Darum werden wir die wichtigsten Themen, denke ich, werden wir schon ansprechen. Aber da ist noch natürlich viel, viel, viel mehr, was jeder von uns so bei unserer eigenen Geburt erlebt hat und was jeder Mensch auch erlebt. Mhm. Warum feiern wir eigentlich unseren Geburtstag erst an dem Tag, an dem wir auf die Welt kommen? Müssten wir das nicht eigentlich ab Zeugen schon feiern? Vor Mhm. allem bei den Informationen, die wir alle über deine IOPT-Arbeit sammeln. Mhm. Ja, klar, natürlich. Also der Geburtstag ist ja das, was so, wo es halt sichtbar ist. Ja, da ist der Mensch, sagen wir, er kommt zur Welt, aber er war ja vorher schon in einer anderen Welt, nicht? Deswegen sage ich immer, die Welt ist die Mama. Zunächst mal für das Kind, du bist in der Mama und die Mama ist deine Welt. Und im Grunde, klar, beginnt das Leben von jedem Menschen ab dem Zeitpunkt, wo halt ja, ein neuer Mensch entsteht, durch diese Vereinigung von einer Eizelle mit einer Samenzelle oder zwei, kommt ja auch vor. Und ja, und dadurch ist ein neues Leben, ist ein neuer Mensch da. Und ab dem Zeitpunkt muss man eigentlich, das ist die Stunde Null. Da geht's los und dann beginnt die Reise ins Leben. Und die Geburt ist ja nur ein Übergang sozusagen von innen nach außen, nur so ein wichtiger Übergang von innen nach außen und damit auch sowas wie erstmal so eine Trennung zwischen Mutter und Kind, so vom Körperlichen her. Wobei wir ja auch wissen, dass diese Trennung ja erstmal nur also nur sozusagen vorübergehend ist. Eigentlich braucht das Kind nach wie vor den ganz engen Mutterkontakt, auch Körperkontakt mit der Mama, noch mindestens 2, 3 Jahre. Also wo das Kind immer wieder an der Mutter sozusagen andocken kann und sich über die Mutter dann auch regulieren kann, Temperaturregulation, auch die Stressregulation, Immunstabilisierung, die Stabilisierung vom Immunsystem, all das. Im Grunde sind Mutter und Kind nach wie vor noch so erstmal wie ein Organismus oder ein Organismus, wo das Kind den Körper der Mama braucht. Und die Vorstellung, das Kind ist dann entbunden und dann kann man es quasi von der Mutter trennen. Das ist eine, ja, sagen wir, zumindest eine überholte psychologische Vorstellung. So eine alte oder eine vielleicht eine fehlerhafte Vorstellung von Psychologie, weil ja, durch die Trennung einfach das Kind einen riesen Schaden nimmt. Also es mag zwar das ganze körperliche überleben, aber psychisch auf keinen Fall. Also jede Trennung nach der Geburt und lange Trennung zwischen Mutter und Kind ist für das Kind psychisch nicht verkraftbar und führt dann eben dazu, dass das Kind in so Notfallmechanismen übergehen muss und die wir dann als Trauma bezeichnen, Psychotrauma bezeichnen und wo dann Spaltungsprozesse innerhalb der Psyche, diese Spaltungsprozesse stattfinden. Hast du beide Ja, Geburten normal oder war ein Kaiserschnitt auch dabei oder was war beide? nein, ohne Kaiserschnitt, was glaube ich ganz auch ungewöhnlich ist, weil ich ja auch per Kaiserschnitt gekommen bin. Ja. Mhm. Also nee, ich hatte mir vorher, aber das war der Wille in mir. Ich habe mir vorher gesagt, das haben Millionen von Frauen vor mir geschafft. Mhm. Natalie, beiß die Zähne zusammen, das wirst du auch schaffen. Mhm. Die Schmerzen werden sein, wie sie sein werden und Mhm. die waren also grauenhaft. Also Grauenhaft. Mhm. ja, aber beim zweiten Mal, so bei der Isabel, wusste ich einfach auch schon, wie sie es anfühlt. Dann habe ich auch keine Panik gehabt. Dann wusste ich, ach, heute kommt sie. Und der Körper hat ja schon vorgearbeitet. Also bei ihr war der Muttermund auch schon Mhm. weiter offen als beim Christopher. Da war alles noch ganz fest, ganz eng. Mhm. Und da erinnere ich mich dran, wenn du das sagst, dass ich damals bei meiner Tochter habe ich quasi alles genommen, was bei 3 nicht auf dem Baum war, um die Geburt zu erleichtern. Ich Mhm. habe einen Stein, der helfen sollte, um die Geburt zu erleichtern. Akupunktur habe ich sogar ganz körpertechnisch auch noch gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte bitte eine
schmerzleichtere oder freiere Geburt haben als beim ersten Mal. Und tatsächlich, es war tatsächlich so gewesen. Ich glaube, der Körper erinnert sich natürlich auch einfach auch dran. Ja, du hast es ja schon einmal durchgemacht. Aber das ist einfach schön, wenn es nicht ganz so schlimm ist. Es ist eh schon schlimm genug und dann ist es ein bisschen besser wenigstens. Ja. Der dann genäht, die haben die geschnitten, oder? Die haben das gemacht. Genau. Und findest du das notwendig oder war das okay oder findest du es so übergriffig? Also in dem Moment habe ich an nichts gedacht und habe es auch später nicht als übergriffig empfunden. Das war komischerweise etwas, wo ich mir dachte, ja, wenn die meinen, dann ist es vielleicht so. Und gespürt habe ich sowieso nichts. Also nichts dergleichen, weder vom Schnitt noch vom Nähen, überhaupt nichts. Es war nur die Geburt selber, habe ich gemerkt, dass mein ganzer Bewegungsapparat hinterher schief war. Und Gott sei Dank bin ich damals gleich zur Osteopathin gegangen. Und dann ging es mir auch körperlich wieder besser. Und die Kinder gleich auch noch mit dazu, beim Kinderosteopathen. Ja, da sind wir eigentlich gleich beim ersten Thema, und zwar beim Termin. Da wollte ich dich nämlich auch fragen, weil das fand ich ganz interessant. Bei mir, ich wusste bei meinem zweiten Kind, also bei der Isabel, wusste ich sofort, wann die Zeugung war. Und dann dachte ich mal, gehe ich mal zum Arzt. Und ich gehe normalerweise kaum zum Arzt. Und tatsächlich, ich war tatsächlich schwanger. Und das Interessante war, das war eine Woche später, und der Arzt wollte mir einen Termin verkaufen, den er ausgerechnet hat. Und ich habe gesagt, ich weiß doch, wann es war. Nein, aber er hat es so berechnet. Ich so, das ist ja schön, dass Sie das so berechnen, aber ich weiß doch, wann es gewesen war. Und darum weiß ich auch, wann die Berechnung ist. Und dann hat er erst ab der Hälfte der Zeit hat er den Termin geändert. Und das finde ich auch merkwürdig, warum da auf diesen Termin so rumgeritten wird. Relativ weite Range ist zwischen, das ist ein Durchschnittswert, ein arithmetisches Mittel so ungefähr. Wie viel sind es? 276 Tage, oder? Im Schnitt. Weißt du das? 280 Tage ist die Schwangerschaft, die komplette. Also im Schnitt halt. Nach dem Mondkalender berechnet. So ist der Schwangerschaftspass ist noch nach dem Mondkalender, also 10 mal 28 Tage, 280 Tage. Und nach dem Sonnenkalender sind es dann 9 Monate. Sehen wir nicht schon auch im Vokabular, das benutzt wird, bei dem ganzen Thema Geburt? Also jetzt gehe ich noch nicht mal auf die mechanistischen Prozesse ein, sondern allein schon beim Vokabular auch schon Traumata oder Überlebensstrategien, weil die Eröffnungsphase, das ist ja noch in Ordnung für die erste Phase, aber dann kommt es zur sogenannten Austreibungsphase. Also ich finde das Wort absolut schrecklich. Ja, ja, es klingt so. Vertreibung. Aus dem Paradies, gell? Ja, genau. Ja, also die ganze medizinische Terminologie ist schon sehr sehr mechanisch und sehr, ja, also wenig von psychischer. Man kann generell sagen, also die Medizin als solche hat da von der Psychologie ganz wenig Ahnung und betreibt so das, was sie tut, eigentlich immer so, als gäbe es da nur den Körper und nicht die Psyche dazu. Und es ging immer nur ums körperliche Überleben, was ja auch in Ordnung ist. Ja, man muss ja auch atmen und das Herz muss pumpen und das muss die Temperaturen und alles, das muss ja stimmen. Aber das Ganze immer so getrennt von der Psyche zu sehen, das ist fatal und führt eben dazu, dass die Geburtsmedizin sehr viel Trauma auch von außen nochmal draufsetzt auf einen Prozess, der ohnehin, sagen wir, auch nicht unkritisch ist. Ja. Also dieser Austritt vom Kind aus dem Mutterkörper, das muss schon alles gut zusammenstimmen. Da muss ja gut eine Harmonie da sein. Da muss auch die Mutter und das Kind, die müssen miteinander kooperieren. Das ist ja eigentlich der ganz entscheidende Punkt, dass es hier auch schon um Beziehung geht. Also dass die Mutter mit dem Kind in Beziehung aufnimmt und Beziehung Kontakt tritt, genauso wie umgekehrt das Kind auch an die Mutter Signale sendet und dann die beiden zusammenarbeiten. Ja? Und wie es halt so ist, wenn dann eine dritte Person von außen oder mehrere von außen dann in diesen sehr eigentlich ein Prozess, der sehr fein abgestimmt werden muss, wenn die von außen eingreifen, dann kann es eben sein, dass denen das, also Mutter und Kind, das Ganze sowieso aus der Hand genommen wird und dann werden die
passiviert, das heißt, wie wenn du dann Objekt bist, das jetzt behandelt wird. Auch das ist ja auch schon so ein Begriff, ja, eine Behandlung. Ja. Jemand legt Hand an dich an und im Endeffekt ja, wirst du quasi auch entmachtet oder vielleicht auch deine Verantwortung wird dir genommen. Und ja, und dann übernehmen andere Menschen die Verantwortung und dann haben die wiederum Angst, die könnten was falsch machen und dann schaukelt sich das so hoch. Ja. Also das ist alles, was wir heutzutage beobachten können. Und wir müssten da eigentlich wieder viel mehr zurück zu dem Punkt, das ist eine Frau, die weiß im Grunde, von der Körper auch der Frau, der weiß, da gibt es Instinkte, da gibt es Reflexe, die kann sich noch unterstützen lassen durch eine andere Frau, die Geburtserfahrung hat, die schon viele Geburten erlebt hat, die weiß, was an Komplikationen möglicherweise auftreten können, die bestimmte Kniffs und Tricks auch hat, um da unterstützend zur Seite zu stehen. Aber es darf nie, also das, was halt heute leider passiert, es darf eigentlich den Frauen das Ganze nicht aus der Hand genommen werden. Also es darf ihnen die Verantwortung für den ganzen Prozess auch nicht aus der Hand genommen werden. Sie sind letztendlich die, das den ganzen Prozess initiieren, durchstehen, auch erfolgreich zu Ende bringen. Und das Kind ist dabei eben ein Partner in diesem Geschehen. Das ist auch nicht wieder ja, wie so ein Stück, wie eine Puppe, die man quasi erstmal aus dem Bauch der Mutter rauszieht. Ja. Also da muss man viel mehr das Ganze sehen als ein Beziehungsgeschehen. Das ist mir auch erst klar geworden durch die IOPT-Arbeit, Mhm. ehrlicherweise, weil wie, ja, wie du gesagt hast, wie partnerschaftlich eigentlich die Beziehung sein sollte zwischen Mutter und Kind. Und das Reden ist ja in den 9 Monaten ja schon möglich. Ja, ich weiß noch, ich hatte auch mit meiner Tochter geredet, weil sie Steißlage hatte. Und ich sagte, Isabel, wäre eigentlich schön, wenn du dich umdrehen würdest. Wäre auch für dich ganz gut und wäre eine andere Geburt. Und sie hat sich tatsächlich umgedreht. Aber ich habe das mehr unbewusst irgendwie gemacht. Und erst durch die EOPT-Arbeit ist mir eigentlich klar geworden, ich hätte also viel mehr kommunizieren sollen. Und zwar nicht in diesem Sinne, dann lernt mein Kind schon. Ja, ich bespiele es mit Mozart, damit es gut wird, oder Mathe mit mathematischen Formeln, so ein Blödsinn, was man sonst so liest in den Büchern, sondern so eine ganz innige Beziehung und das auch dementsprechend die Geburt auch vorzubereiten. Ja, genau. Also das ist ja im Grunde das, was die IOPT ganz grundsätzlich sagt. Wir haben eine Psyche von Anfang an. Also wir bekommen nicht irgendwann mal, fährt uns der Geist in unseren Körper oder die Seele in unseren Körper, sondern wir sind von Anfang an ein Organismus mit einem psychischen Geschehen. Und von daher ist auch das, was das Kind ist immer ein Kind, es ist halt noch ein ungeborenes Kind, es ist ein Kind im Wachstum und so. Aber es ist ein Kind, es ist ein Subjekt und man muss von daher auch dieses Kind als Subjekt wahrnehmen und ernst nehmen und mit ihm entsprechend in Kontakt treten und in Beziehung treten. Umgekehrt wissen wir auch, welch großes Bedürfnis die Kinder auch haben nach Kontakt mit der Mama. Die sind darauf vorbereitet, in Beziehung mit ihrer Mama zu gehen, und zwar vorgeburtlich. Und von daher ist es ja eher, sagen wir so, schrecklich für die Kinder, wenn mit ihnen nicht auch schon vor der Geburt in Kontakt gegangen wird und dem Kind nicht irgendwie auch dann ja, so auch quasi mitgeteilt wird oder sagt, du, jetzt steht das an, jetzt mache ich das. Und also wie man halt mit einem anderen Menschen auch reden würde, also jetzt mache ich mal das, alleine zum Beispiel, jetzt gehe ich mal ins Wasser. Also jetzt gehe ich schwimmen. Du musst nicht erschrecken, ja, oder so, ja. Also das würdest du normalerweise, wenn das Kind außerhalb von dir wäre, würdest du es ja sofort sagen, ja. Du, jetzt gehe ich ins Wasser und so, willst mitkommen? Und da ist es in deinem Bauch drin und da geht mal, sag ich jetzt mal so, vielleicht einfach nur ins Wasser und schwimmt, aber das Kind kriegt es ja mit, ja. Also und wenn man jetzt mit dem Kind das alles dann bespricht und sagt, ja, das mache ich jetzt so und so, dann hat es natürlich auch viel mehr Vertrauen und viel weniger Angst auch. Die Hauptschwierigkeiten sind nur 2 Sachen. Es ist einerseits die Angst, weil das Kind ist ja so abhängig, da kann ja so viel passieren. Ja? Und von daher ist natürlich schnell der Stress da und ist Angst da. Und das Zweite ist Einsamkeit. Ja? Stell dir mal vor, du bist die ganze Zeit da alleine und keiner spricht mit dir. Du bist jetzt nur in dem Bauch drin und keiner redet mit dir. Das ist ja auch irgendwie Fahrt. Ja, wenn es nur oftmals Fahrt wäre, wenn man dann nicht schon mitbekommt, dass man gar nicht gewollt ist.
Ja, oder nicht so gewollt ist, wie man da ist oder zum falschen Zeitpunkt kommt oder was auch immer noch alles da Ja, ja, so das an kann, Vorstellungen sind. das ist ja das Schlimmste, das ist der Worst Case, ja, dass du da bist und irgendwo so mitkriegst, eigentlich freut sich kein Mensch so richtig drüber, dass du da bist und eher würde man froh sein, wenn du wieder weg bist. Das sind ja die schlimmsten Situationen. Und Aber dann, was du auch gesagt hast, mit wenn Frauen andere Frauen begleiten, ich meine, dafür sind ja auch die Hebammen ja eigentlich auch da gewesen und wurden jetzt alle, ja, ich weiß nicht, ob wegrationalisiert das richtige Wort ist, aber mhm, und trotzdem muss ich sagen, also in den Geburtsvorbereitungskursen mit all dem Wissen, was ich jetzt habe, ich würde ganz andere Geburtsvorbereitungskurse machen. mhm, Also auch mit mhm, die Mütter ganz anders vorbereiten, mit ihnen mhm, ganz anders reden. Und dann mhm, wünschte ich mir wirklich, Frauen würden Frauen begleiten und da mhm, wäre ein Austausch vorher da. Und ich weiß auch noch, ich meine, meine erste Geburtsvorbereitung, da habe ich erst gemerkt, ich habe gar nicht richtig atmen gelernt. mhm, Ich hatte den Mund dann zusammen bei den Wehen und habe zur Seite geschaut, bis die Hebamme mir gesagt hat, hallo, Mund offen, wenn ich den Mund öffne, mhm, öffnet sich unten auch der Muttermund, mhm, ja, und nach vorne schauen. Und mhm, bei der zweiten Geburtsvorbereitung, da wurde uns das alles gesagt, weil aber auch die Hebammen selber Mütter waren, sind mhm, dann auch durch den Prozess durchgegangen und der war mhm, viel, viel besser als der erste. mhm, Und dann denke ich mir, wir verlassen uns so auf dieses Krankenhaus. Auch mhm. wieder so ein schreckliches Wort, Krankenhaus. Ich meine, und da finden ja 98, 99% der Geburten mittlerweile statt. Genau. Also noch zu den Hebammen auch. Ich denke, es macht auch einen großen Unterschied aus, ob eine Hebamme jetzt auch, sagen wir, IUPT informed wäre, also dass ich das IUPT-Wissen hätte und damit eben über die menschliche Psyche Bescheid weiß und so, oder ob sie das nicht hat, ne? Und ob sie dann auf der anderen Seite, ich kenne ja eine Reihe von Hebammen, die haben der eigene Geburtsprozess war sehr traumatisch. Das hat sich dann in der Arbeit mit ihnen herausgestellt. Und irgendwie hat sie vielleicht auch deswegen diesen Beruf hingezogen, weil sie immer wieder erleben wollten, man kann eine Geburt auch überleben, ja, so wie sie selber da in Gefahr waren bei ihrer eigenen Geburt. Aber das ist natürlich auch dann noch unreflektiert, ja. Und eine Hebamme, die dann auch ihre eigene Trauma, zum Beispiel traumatische Geburt, mal aufgearbeitet hat, die wird auch wiederum anders mit einer Frau umgehen, die vor dem Geburtstermin steht, als eine, die da, sagen wir, unbeleckt ist in Bezug auf Trauma und auch ihre eigenen Themen noch nicht aufgearbeitet hat. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Auch bei Ärzten und Ärztinnen wäre es so wichtig. Die müssten auch mal gucken, wie war denn mein eigener Geburtsprozess, was habe ich da erlebt und so. Ich glaube auch äh, dann würden die auch ganz anders in ihre Arbeit machen. Also wenn sie selber für sich den Prozess auch mal angeschaut hätten und mögliche Traumata dabei aufgearbeitet hätten. Bei einer Arbeit kam bei mir raus, dass der Arzt, der mich geholt hat, keine Babys mochte. Der fand das ekelhaft, Mhm. so ein blutiges Baby anzulangen. Mhm. Und Mhm. das ekelhafte, blutige Baby war ich. Und ich Ja, kann mich ja. erinnern, dass die Stellvertreterin, wir wussten gar nicht, dass es in das Geburtsthema überhaupt reingeht. Also die ganze Mhm. Arbeit hat sich so entwickelt. Und die Stellvertreterin, die dann der Arzt war, die war hinterher so geschockt noch die ganze Zeit. Sie hat die ganze Zeit gesagt, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wie Mhm. konnte ich eigentlich Arzt werden, Mhm. wenn ich Babys nicht anlangen möchte? Mhm. Mhm. Nee, nee, das also einerseits ist die ganze Medizinausbildung ist noch schon sehr, sehr, sehr da einseitig mechanistisch ausgerichtet, aber das Entscheidende wäre eben, dass auch die jetzt Ärzte werden und gerade in die Bereich arbeiten, die müssen ihre eigenen Themen anschauen, die müssen ihr eigenes, wie war es für mich im Bauch, wie war für mich der Geburtstag, das wäre absolut notwendig, damit die eine gute Arbeit machen. Ja, dass es vielleicht dann auch nicht mehr zu diesen extrem hohen Kaiserschnittraten kommt, weil Mhm. ich habe mir die Zahlen angeschaut und ich war echt entsetzt. Also ich muss es hier nochmal raussuchen. Weltweit sind die Zahlen heute durchschnittlich auf 21% und die WHO sagt 29% voraus. Aber wir in Deutschland sind jetzt schon bei 32%. Ja, ein Drittel, So. ne? Also das ist irre, ja. Und da ist kein Bewusstsein darüber, dass durch diesen Geburtsvorgang sowohl das Kind wie die Mutter traumatisiert wird. Und da lege ich mittlerweile meine Hand ins Feuer, dass das so ist. Ja, also bei all dem, was ich so beobachtet habe, wenn man solche Geburtsprozesse dann in der Therapie da hat, das beides.
die Mutter wie das Kind werden durch diese Prozedur dann traumatisiert und erleiden einen schweren psychischen Schaden. Darum verstehe ich nicht, wie der Glaube immer noch da ist. Ich kann mir damit meine Figur erhalten oder das ist doch weniger dramatisch, ist doch auch viel besser für das Kind. Wie kann eigentlich so ein Aberglaube noch weiter bestehen? Und hier haben wir wirklich so viele Evidenzen auf so vielen Ebenen, aber es wird einfach vom Tisch geweht. Ja, das ist so diese Art von Medizin, die halt meint, der Einsatz von Technik, der Einsatz von Pharmamittel, der Einsatz von möglichst vielen Interventionen, was man macht, dass man was macht, ja, dass das quasi ein Ausdruck von Professionalität wäre. Und eigentlich ist es umgekehrt. Die wahre Professionalität zeigt sich auch für mich auch, würde für mich auch in der Zurückhaltung zeigen, so wie es auch für mich ein Markenzeichen eines guten therapeutischen Begleiters ist, der sich erstmal zurückhält und den Menschen erstmal selbst den freien Raum gibt und ihn ermutigt, unterstützt. Du kannst es und dann nur dort an der Stelle eine Hilfestellung geben, wo es wirklich notwendig ist. Ja. Und ansonsten vertraue ich eben auch auf die Selbstheilungskräfte oder auch eher die Selbstentfaltungskräfte. Und das wäre für mich ein Zeichen von Professionalität. Und das habe ich auch schon gelesen, also so Berichte von Hebammen, die sagen, die beste Hebamme ist die, die in der Ecke sitzt und strickt und einfach wartet. Ja. Weil die vermittelt damit auch der Schwangeren und der Gebärenden, vermittelt die das Vertrauen, du kannst es schon und ich bin da, wenn du mich brauchst, bin ich da, ja. Aber ich mache dir keinen Stress und lass dir mal, ja. Und so dieses, was ich da auch verstanden habe, dass ja die Geburt dann letztendlich ein Reflex ist. Ja? Also dass nachdem vom Kind aus dieses Signal an die Mama kommt, ich will da raus, dann werden die Wehen quasi ausgelöst und nach einigen Wellen von diesen Wehen ist es eigentlich dann so, dass dann auch der Körper der Frau entspannt, also dann diesen Geburtsreflex, also die Öffnung vom Becken und die Öffnung vom Muttermund, so, dass das Kind da gut rauskommen kann. Das ist eigentlich so am undramatischsten. Ne? Aber wenn da die ganze Zeit dann schon Hektik macht und Vorbereitung in den OP, das und jenes, da wird ja der Körper von der Mutter gestresst, dadurch ist das Kind in ihr gestresst und alles ist auf Hab-Acht-Stellung, ja, und du kannst sie ja damit nicht loslassen. Ja. Also, was passiert als nächstes? Und alles dann, alle mit 5 Minuten kommt einer und untersucht dich und macht wieder irgendwas. Und dadurch wird ja so ein hohes das Stressniveau immer höher geschraubt und dann vielleicht noch Zeitdruck. Aber jetzt liegen sie ja schon 5 Stunden rum und da geht immer noch nichts voran. Der Muttermund ist jetzt noch erst wieder einen Zentimeter weiter und es muss noch mehr und so. Also wenn dann Druck gemacht wird auch noch, kennen wir ja, dann entsteht noch mehr Stress, dann verkrampfst du dich noch mehr und dann erzeugt eigentlich so eine Situation, erzeugt selber den Notfall, den es dann wieder sagt, jetzt haben wir wieder jemanden gerettet durch den Kaiserschnitt. Ja. Genau. Also diese ganze Situation erzeugt dann immer genau die Situation, wo man dann denkt, ja, jetzt geht nur noch was mit Kaiserschnitt oder mit Zange oder mit Zaugglocke. Und also es geht dann also quasi nur noch mit Gewalt. Und das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, dass das Liebe und Gewalt passt einfach nicht zusammen. Angst, Stress, Gewalt passt nicht mit Liebe zusammen. Und aus meiner Sicht muss eine Geburt liebevoll sein. Muss aus der Liebe heraus, aus der Haltung der Liebe heraus geschehen. Ja. Der Liebe der Mutter zum Kind. Und umgekehrt weiß man ja, das Kind liebt ohnehin seine Mama und es will ja auch nicht wehtun. Das ist ja auch sowas. Dass man da, je nachdem, wie man das so sieht, ja, wenn jetzt die Frau schon mit der Erwartung ist, oh, der Kopf von dem Kind ist so groß und es wird mir wehtun, ja. Das Kind will der Mama nicht wehtun. Ja. Das Kind will eben auch da in dem Fall auch Rücksicht auf seine Mama nehmen und so. Und wenn man das berücksichtigt und sagt, ja, es geschieht aus einem Akt der Liebe, also auch die Geburt ist ein Akt der Liebe, dann hast du ganz andere Geburtsabläufe. Dann müsste man die Geburt an sich feiern. Wie eine große Willkommensparty werfen. Fest der Liebe. Also ist ja interessanterweise, sagt man, Weihnachten ist Fest der Liebe. Und so, wenn man es mal so nimmt, ne, Geburt Jesu, also wenn man das mal so ernst nehmen wird, jede Geburt sollte ein Fest der Liebe sein. Und alle, die daran beteiligt sind, sollten sich
dessen gewahr sein und nur unter den Umständen dabei sein, wenn sie sagen, ja, ich will das Fest der Liebe hier mitfeiern mit den beiden. Ob das der eigene Mann ist, ob das die Geschwister sind, ob das eben die Hebamme ist oder irgendein Arzt. Und wenn ich sage, ich bin da nicht bereit dafür, mich nervt es, oder ich habe jetzt heute bin ich nicht in der Stimmung, dann sollte man sich lieber fernhalten. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Das ist ein sehr schöner Gedanke, vor allem, weil ja auch in den Arbeiten immer so oft vorkommt, und bei mir war das ja auch, diese Sehnsucht, willkommen geheißen zu werden. Mhm. Bei seinem Namen einfach willkommen geheißen zu werden. Mhm. Genau, das ist sowas, so ein Urbedürfnis von uns. Ja? So ein Urbedürfnis von uns. Wir wollen, wir lieben, also wir kommen, also das Kind, also das ist ja für mich unbestreitbar. Ja? Jedes Kind liebt seine Mama. Da kann die Mutter noch so garstig sein und noch so abweisend sein. Das Kind hat erstmal das ganz eiserne Liebesverben auch um die Mama und liebt seine Mama. Und hat auch zu Recht die Hoffnung, ich werde auch von meiner Mama geliebt. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann kann gar nicht so furchtbar viel mehr schiefgehen. Ich erinnere mich noch, das war in Bilbao. Ich weiß nicht mehr, ob das in der Fortbildungsgruppe war oder eine der Seminare danach. Da war mal die Geburt. Der Stellvertreterin war die Geburt. Und da war so ein uraltes Wissen, ich weiß, wie Geburt geht. Mhm. Greift nicht ein, sondern ich weiß ganz genau, wie das funktioniert, welche Drehung ich wann machen muss, welche Schulter ich wie nach vorne oder nach oben heben muss. Das war so berührend zu sehen in der Arbeit. Ja, genau. Also auch dem Kind dann nicht irgendwie so das Kind, das weiß nicht, wie es geht und ist so blind und so weiter. Da ist ganz, ganz viel auch in der Evolution angesammeltes Wissen da oder Weisheit vielleicht sogar. Und wenn man das geschehen lässt, wenn man dem Raum gibt, dann sind die Geburten eben nichts mehr, wo groß Drama sein muss, sondern wenn die Mutter in der sprechenden Haltung ist, dann passt es schön zusammen. Ich hatte letztens vor ein paar Monaten so Schmerzen an der Schulter gehabt und dann kam tatsächlich bei einer Arbeit raus, dass mich der Arzt beim Rausholen so am Fuß hochgerissen hat. Mhm. Also nicht nur, dass er wohl Babys nicht mochte, sondern er hat mich auch mit so einem Ruck auf den Fuß gezogen. Und der Ruck ich habe es im linken Bein gespürt und an der rechten Schulter. Und an der rechten Schulter hat sich das dann bei mir dieser Schmerz hier ausgedrückt. Dieses gewaltsame, kalte, wie ein Objekt eigentlich eher behandelt zu werden und dann auch abgelegt zu werden in die Kälte mit den grellen Lichtern, auch oben. Diese weißen, nackten, sterilen Wände und die grellen Lichter. Genau, alles unmenschlich. Ne? Von den Farben her, von der Temperatur her. Und dabei braucht das Kind eben so diesen auch sanften Übergang, ja, schon mit so einer, sagen wir so auch so einem, durchaus so mit so einer Welle von Hormonen, ja, von auch Glückshormonen, die man da überflutet wird. Und hinterher halt so gleich an den Bauch von der Mama und gleich irgendwie so die Körperwärme von der Mama spüren. Und dann weiß man ja auch, ne, so Augenkontakt ist das, was ganz wichtig ist. Die Kinder suchen sofort Augenkontakt, schauen in die Augen der Mama und dann als nächstes dann halt so an die Nahrungsquelle ran, an die Brust ran und dann gleich schon mal das machen, was man vorher schon trainiert hat, saugen. Ja? Weil Kinder bilden ja schon in der Schwangerschaft diesen Saugreflex aus und dann geht es auch. Und wenn du jetzt so einen Kaiserschnitt hast, dann muss das Kind erst die Flüssigkeit absaugen. Dann muss man dann irgendwie, dann werden die Kinder noch gemessen und gewaschen und alles Mögliche. Und dann plötzlich zur Mama. Und die Mama ist dann auch irgendwie so gar nicht richtig da, weil sie dann betäubt ist und so weiter. Also das sind alles, wo man sagen kann, eine psychische Katastrophe, ja, auch Psychotrauma, das sich da ereignet. Und damit wird auch, man muss auch das so sehen, es wird den Menschen auch was geklaut, sagen. Lebenserfahrung geklaut, auch eine Glückserfahrung, eine Möglichkeit, ein Erfolgserlebnis sagen. Es wird genommen und die anderen können sich sagen, mal wieder toll gemacht, oder Kaiserschnitt, schönen Schnitt gemacht und wieder zugenäht und so.
also die anderen meinen, sie haben dann ein Erfolgserlebnis gehabt, aber das ist eigentlich unfair. Ja. Eigentlich muss man sagen, es muss den Müttern und den Kindern dieses Erfolgserlebnis auch gegönnt werden und dass sie darin auch unterstützt werden, letztlich auch gefeiert werden. Das hast du gut gemacht und super und toll. Ja, und sie haben ja auch Auswirkungen auf spätere Ereignisse, wenn ich dann auch etwas Neues ins Leben bringen will oder eine Veränderung starten möchte. Und dann komme ich vielleicht auch immer wieder auf diese Hindernisse, wo ich nicht weiterkomme. Ja, genau. Und dann wo du dich dann als inkompetent erlebst, weil du hast es ja nicht allein geschafft. Das hat ja jemand anders für dich gemacht. Ne? Und dann kann es sein, dein ganzes Leben lang kommen irgendwie Schwierigkeiten, geht es nicht weiter, ja, dann wartest halt und irgendein Experte muss kommen, der dir wieder weiterhilft. Hast du dann noch so mehr Beispiele, wie Probleme in der Geburt sich dann später ausdrücken können? Entweder in Körpersymptomen oder einfach auch Beziehungsproblemen, partnerschaftlichen Problemen, Probleme in der Arbeit und dergleichen? Alles, was du jetzt gerade genannt hast, ne, alles kann durchaus etwas sein, wo man dann, ja, entweder weil es ihm wehtut, auch körperlich wehtut, wie du das Beispiel gehabt hast, oder wo du dann, wie ich jetzt zum Beispiel das erlebt habe, meine Geburt, da ist keine Kooperation gewesen mit meiner Mama. Ja, ich musste es alleine machen. Beziehungsweise letztendlich hat mich anscheinend so eine Hebamme noch so rausgedrückt, ja, also weil ich habe da gekämpft und bin da nicht weitergekommen und hatte so nach meiner ersten Geburtsarbeit, die ich für mich gemacht habe, plötzlich so das Erkennen, ja, jetzt weiß ich, warum ich so mein Leben lang so ein Einzelkämpfer gewesen bin und nicht die Kooperation, gar nicht mich auf Kooperation irgendwie verlasse. Ich mir denke, am besten ich mache alles alleine. Ja. An mich kann ich mich verlassen, auf alle anderen nicht. Und das, denke ich, das war für mich so unmittelbar klar, okay. Und erst allmählich lerne ich so für mich so, mich auch auf Kooperation einzulassen überhaupt, ja, und zu vertrauen und zu schauen, wie geht denn das überhaupt? Wie geht es denn mit anderen Menschen in eine gute Art und Weise zusammenzuarbeiten und nicht, was ja sonst oft der Fall ist, so zu konkurrieren. Ich muss besser sein, ich muss beweisen, dass ich mehr kann, ich muss beweisen, ja, dass ich anderen überlegen bin und so. Und ich bin so froh, dass mir das gelungen ist, da irgendwo dann doch mal die Abzweigung wieder in Richtung Kooperation zu schaffen. Wie ist es mit der PDA? Weil das wird ja auch als fast schon Standard auch angesehen. So, naja, wenn die Schmerzen zu stark sind, dann lasse ich mir eine PDA geben. Naja, ja, genau, dieser Blick auf die Schmerzen, ne? Die ganze Zeit die Schmerzen. Dabei wird durch den Schmerz ja auch im Grunde, wenn Schmerzen da sind, wird ja gleichzeitig auch innerhalb vom Körper werden ja auch dann so Schmerzmittel produziert, beziehungsweise auch in einem vermehrten Umfang dann Stoffe produziert, die dir auch Glückshormone, also quasi wie das Gegenteil von Schmerz und Glückshormone, ja? So Hormone, die dich dann ja in so einen glücklichen Zustand versetzen. Und das muss man eigentlich geschehen lassen. Ne? Weil wenn du den Schmerz betäubst, dann wird auch auf der anderen Seite kein Glückshormon abgerufen. Das wird dann nicht in entsprechenden Mengen produziert. Ja, und deswegen ist es in dem Fall, ne, so der Schmerz erzeugt gleichzeitig auf der anderen Seite Kaskaden von anderen Prozessen, die helfen, dann das Ganze letztendlich als etwas zu machen, wo am Ende, wenn man dann durch ist, glücklich ist. Und dieses Glücksgefühl, glaube ich habe ja noch nicht das erlebt selber, aber ich stelle mir das so vor, dass du dieses Glücksgefühl dann, es bleibt aus. Also wenn du dann eben betäubt bist und dein ganzer Organismus jetzt gar nicht mehr selber diese ganzen die Stufen hat von Schmerz und dann kommt Stresshormone, dann kommt auch Dopamin und alles, was halt letztendlich dann dich in so einen Cocktail von Hormonen auch versetzt, durch den du dann durchgehst und wo du am Schluss bis zu einem guten Abschluss kommst. Ja. Es muss man ja auch sehen, es baut sich auf um dann zu einem guten Ende zu kommen. Und wenn du das unterbrichst, ja, diesen Prozess, dann ist es ja es hat nie richtig angefangen und hat auch nie richtig aufgehört. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen könntest oder auch Frauen das bestätigen können. Ich habe
für mich irgendwie noch immer das Gefühl, das ist wieder richtig losgegangen und richtig zu Ende gewesen. Irgendwann war da das Kind da, hat man mir das Kind gezeigt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da doch wirklich durch so einen Prozess durchgegangen bin. Wie ist das eigentlich, wenn so viel, möchte ich fast sagen, Medikamente schon am Anfang eingesetzt werden? Ist das dann auch eine Veranlagung, später leichter in die Süchte zu gehen für so ein Kind, für einen Menschen? Kann durchaus sein, dass man diesen Zustand, diesen betreuten Zustand, diesen dissoziierten Zustand, der durch Medikamente erzeugt wird während des Geburtsprozesses, dass man später das dann ja auch selber herstellt. Ja, wenn man Angst hat, wenn man denkt, oh, dann braucht man irgendwas und dann sich wieder ja, sage abzuschießen vielleicht auch und dann nicht wirklich das auszuhalten, weil es ist ja in dem Moment wahrscheinlich nicht aushaltbar. Und wenn man durch diesen Prozess nicht durchgegangen ist. Ne? Mm, Das ist ja der Punkt, so mit Trauma auch, da bleibt was stecken. Da ja. fängt was an und es geht nicht weiter, es bleibt stecken. Und was wir in der Traumatherapie ja machen, ist ja letztendlich, dass wir versuchen, das, was so stecken geblieben ist an psychischer Entwicklung, an Bewegungen, an emotionalen Prozessen, dass wir das versuchen, dass es jetzt zum Ende kommt, zu einem guten Abschluss kommt. Das ist eigentlich auch eine der wesentlichen, der Kernstücke von Traumatherapie, unterbrochene Prozesse zu einem guten Ende zu bringen. Dann wäre es eigentlich schön, wenn man direkt nach der Geburt den Prozess nochmal nacharbeiten könnte für Mutter und Kind. Das wäre natürlich ideal, wenn Mutter und Kind sich dessen bewusst sind, da ist irgendwas hängen geblieben und damit es nicht immer wieder an der gleichen Stelle hängen bleibt, wie so eine Schallplatte, die nur in der gleichen Rille dreht, dass man dann Leute hat, die einen da unterstützen. Und es gibt da zum Teil auch Leute, die dann solche auch Unterstützungen anbieten. Das heißt jetzt, dass man dann das nochmal nachholt, vielleicht so diesen Kontakt nach der Geburt, den Körperkontakt. Das Kind ist nass und man legt so ein nasses Kind mal auf den Bauch und so. Und halt, ja, dann Therapeuten, die dann Kinder, wenn die beobachten, wie die spielen, wenn die so Höhlenspiele machen, dass sie denen halt dann sehen, aha, okay, die spielen jetzt ihren Geburtsprozess nach und die dann unterstützen darin und das auch entsprechend deuten, ja, und entsprechend Deutung geben, ja, du hast da irgendwie Angst gehabt und ist mal ein bisschen stecken geblieben und so. Und jetzt, ja, und schau mal, wie du jetzt dann vielleicht doch da alleine rauskommst und so, dass man dem Kind auch hilft, so einen äh, immer wieder auftauchenden, nicht zu Ende kommenden Prozess dann zu einem guten Ende zu führen. Ich finde, es ist auch ein schöner Ausblick, wenn man selber dann bei seinem Anliegen, bei dem Prozess vielleicht auf den Geburtsprozess nochmal stößt, dass man da keine Angst davor hat, sondern dass man weiß, hey, ich darf hier jetzt meinen eigenen Geburtsprozess nochmal erleben, ja, mit allen meinen Anteilen. Mittlerweile denke ich, durch die Methode, die Anliegenmethode, die wir haben, können wir uns eigentlich fast immer sicher sein, das wird zu einem guten Ende kommen, auch wenn es zwischendrin eben ins Trauma kommt, aussichtslos der Konflikt, es geht nicht weiter, man weiß nicht, Hoffnung, also quasi Ohnmacht und Hilflosigkeit sich dann zeigt, aber letztendlich im Laufe der Zeit, es kommt zu einem guten Ende und die ungelösten Themen, die werden dann aufgelöst. Also das kann man fast schon jedem auch versprechen, der sich auf so eine Arbeit einlässt. Ja, das ist echt wunderbar. Ich habe noch eine Frage zu den Ländern mit den ganz hohen Kaiserschnittraten, weil es gibt ja mittlerweile Länder, die haben über 50%. Mhm. Und du arbeitest ja auch ganz viel in Asien und auch mit Brasilien zusammen. Und in den Regionen oder beziehungsweise Ländern ist die Kaiserschnittrate so enorm Mhm. hoch. Ich meine, Mhm. Brasilien gehört zu der zweithöchsten Kaiserschnittrate weltweit. Mhm. Ja, Zypern gehört dazu, Ägypten, Mhm. Türkei, Venezuela und Naja, das ist wahrscheinlich nicht nach Land ein bisschen unterschiedliche Motivlagen, aber es ist halt so, wenn sich das in so einem, was wir sagen, wenn sich Trauma normalisiert in der Gesellschaft. Ja? Also hm, wenn wir so tun, als wäre das nicht jetzt außergewöhnlich, ungewöhnlich, sondern das wäre die Normalität. Und dann denken die Menschen am Schluss noch, ja, wenn es anders ist, das ist ja eigentlich unnormal. Ja, so eine ganz normale, das ist so. Zu solchen Situationen kann es kommen, dass es richtig umschlägt
Und man denkt, dass das, was pathologisch ist, dass das eigentlich das Normale wäre. So wie man auch, wenn man jetzt mal ein ganz drastisches Beispiel nimmt, dass so eine Genitalbeschneidung in Oh Gott. manchen Kulturen dann als, das ist der Normalfall. Und jeder, der nicht beschnitten ist, der ist unnormal, der ist unrein und den überfällt das große Unglück. Ja. Und so kann es leider, da kann es Kipppunkte geben. Also es kann in Gesellschaften kann das umkippen. Ja. Und dann natürlich auch mit der entsprechenden Propaganda derer, die dann davon auch natürlich verdienen. Da muss man auch sehen. Du verdienst an diesen komplizierten Prozessen, Geburtsprozessen, verdienst ja wesentlich mehr, als wenn du nur sagst, jetzt warten wir mal ab, bis die Frau das von alleine macht. Ja. Es ist ja so, dass das in diesem medizinischen System meistens jede Intervention wird bezahlt. Je mehr Interventionen du machst, umso mehr hast du dann quasi, bringt dir das dann. Ja? Und das dann im Vergleich, zum Beispiel so ein Kaiserschnitt, der bringt dir in einem Krankenhaus oder auch den Ärzten 5-mal mehr als eine normale Geburt. Und dann kann man natürlich sich dann auch überlegen, dass natürlich sowohl die Krankenhäuser wie die Ärzte dann die Schwangeren dran drängen, auch etwas zu tun, was ihnen was mehr Geschäft ist, als das, was weniger bringt. Und da kann man immer, ja, als Arzt, du bist die Autorität und kannst ganz schnell irgendeiner Frau, die sonst von Medizin sich nicht viel beschäftigt hat, die kannst du wahrscheinlich ganz leicht überzeugen, dass es jetzt so sein muss. Ja, vor allem, auch da wieder kann ich das Beispiel von meiner Mutter nehmen. Ich war ja auch nicht gewollt und dann kommt der Arzt natürlich recht einfach durch die Tür, weil dann gibt man alles ab, alles macht der Arzt, alles macht das Krankenhaus, dann bin ich komplett außen vor und mit der Geburt will ich eigentlich auch nichts zu tun haben, passt dann der Kaiserschnitt hinterher. Genau, das lässt man dann auch so über sich ergehen und übernimmt nicht die Verantwortung. Ja. Dann wäre das Schönste letztendlich, wenn wir diesen Prozess nicht mehr verbessern oder verschlimmbessern, sondern letztendlich müsste man den komplett transformieren und auf neue Füße stellen. Ja. Weil all diese kleinen Drehungen und Wendungen führen letztendlich ins noch größere Unglück. Das, was du jetzt ein paar Mal angesprochen hast, wenn eine Frau schwanger wird und die will das gar nicht, ja, und es ist dann zu spät, dass sie eine Abtreibung macht und so. Die muss sich da klären. Die muss für sich irgendwie die Kurve kriegen und auch herauskriegen, warum will ich das vielleicht auch nicht? Hat es dann mit dem zu tun, dass ich selber nicht gewollt bin? Also an sich selbst arbeiten, damit sie da sich klärt und auch sagt Ja dazu sagt, ja, das ist so, jetzt ist nun so. Und ich sage auch Ja dazu und dann eben auf die andere Schiene kommt. Ja. Und damit tut sie sich ja auch was Gutes, weil es ist eine Katastrophe, nicht nur für die Kinder, wenn sie nicht gewollt sind, es ist ja auch für die Mütter, die nicht gewollte Kinder, es ist auch eine totale Katastrophe. Die leiden dann auch ihr ganzes Leben lang und machen den Kindern Vorwürfe, aber sind dann in der Opferhaltung und das bringt ihnen ja auch nichts. Ja. Also also es braucht ganz viel Psychologie und psychologische Unterstützung und auch Angebote in dem Bereich, damit möglichst früh die Weichen wieder in die richtige Richtung gestellt werden. Weil sonst kann das ein ganzes Leben verderben. Ja? Wenn man da am Anfang dann nicht klar ist, dann verdirbt es einem selber und dem Kind das ganze Leben. Ja, und was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal betonen, dass durch die Geburt des Kindes man auch seine eigene Geburt nochmal miterlebt. Und ich glaube, das ist nicht nur für die Mutter, ich glaube, das ist für den Vater, trifft es genauso zu. Dann werden alte Erinnerungen kommen wieder hoch. Und es wäre eigentlich ein wunderschöner auch Bindungsprozess zwischen allen drei, Vater, Mutter und Kind, wenn sie genau die Gelegenheit wahrnehmen würden und sich nochmal die eigenen Geburt anzuschauen und dann nochmal ganz neu in den Geburtsprozess mit dem Kind zu gehen, oder? Absolut, genau. Und ich habe ja auch, du warst ja auch in Spanien mit dabei bei diesen Seminaren. Das war ja meine Frau, die war im 5. Monat. Ne? Dann hat sie gesagt, okay, bevor ich jetzt jetzt selber dann das Kind gebäre, muss ich mal gucken, wie war denn mein eigener Geburtsprozess. Und das war ja auch sehr, sehr dramatisch bei ihr. Und so was ich dann gehört habe, hat sie dann ihr Kind gut auf die Welt gebracht. Das war gut, dass sie das für sich vorher geklärt hat.
Das finde ich auch so schön, dass du es sagst. Ich kann mich noch erinnern, in der Münchner Gruppe war auch mal eine Schwangere da, die sich das nicht getraut hat, weil sie eben schwanger war und sie dachte, vielleicht ja, tut die Arbeit dem Kind nicht so gut. Aber das ist ein wunderschönes Beispiel, dass man da auch mehr Vertrauen haben kann zu sich. Ja, und auch mit dem Kind reden kannst. Sag mal, du, ich mache das jetzt, ja, das ist vielleicht jetzt dramatisch, aber ich mache das ja auch für dich mit, ja, weil wenn ich mich selber kläre, dann hast du auch was davon später oder wenn es zur Geburt kommt oder wenn dann schon die Vorbereitung dafür, dann kann ich ganz anders in Beziehung mit dir gehen. Mir wird jetzt gerade im Gespräch noch mal klarer, weil ich habe über meine Traumarbeit da viel drüber nachgedacht, mit der Symbolsprache, Geburt und Schwangerschaft, was das auch bedeutet. Aber da wird mir jetzt gerade noch mal klar wieder, was für ein fast schon Glückshormon wir da in der Hand haben mit der Anliegenmethode. Mhm. Das kann uns wirklich nochmal, also ich rede im Moment gerne von dem Reset, ja, den wir machen können. Also wir können nochmal, ja, so viel passiert und so viel Gewalt erlebt und so. Und dann haben wir uns so selber in uns auch verspult und kämpfen im Außen und so. Und die IOPT ist für mich wirklich so eine Methode, die wie man zurückgeht, zurück auf los. Ja. Geh nochmal an den Anfang, wo es gut war, wo du bei dir warst, wo du genau wusstest, was du brauchst, was du willst. Geh mal da wieder hin, ja, und mach da Anschluss dran. Und das klappt wunderbar. Also die Menschen kommen da so gut irgendwie auf die richtige Spur, ja. Wenn man sich also völlig verspult hat und in sich im Kreis dreht. Und plötzlich bin ich wieder auf meiner Spur, ja. Und dann weiß ich, wo es weitergeht. Wunderbar. Super. Wunderbares Abschlusswort wieder, Franz. Okay. Gut. Klasse. Danke dir. Ja, gerne. Was mir jetzt auch, wenn man so im Dialog ist, in Beziehung ist, im Austausch ist mit jemandem und sich mit so einem Thema beschäftigt, dann plötzlich kommst du wieder auf ganz neue Aspekte, ja, die man so vorher noch gar nicht so, die einem nicht so klar waren.